So, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video Zahnriemenwechsel am Opel. Ich hoffe, ich schaffe das heute, den Zahnriemen aufzulegen. Ziel ist, wie gesagt, Zahnriemen auflegen, den Zahnriemen mit der Vorspannung einstellen und dann auch noch den Deckel vom Zahnriemen sozusagen wieder anbringen. Den habe ich ja schon gereinigt, den werde ich jetzt, wo ich die Teilewaschanlage habe, noch mal ein bisschen intensiver reinigen, sodass der richtig schön sauber ist. Genauso wie auch eben entsprechend die Schrauben. Wobei ich jetzt sagen muss, das sind die falschen. Die liegen irgendwo noch da unten drunter. Die werde ich dann auch nochmal reinigen, bevor ich den Deckel dann wieder drauf baue. Ich hoffe, ich schaffe das. Ich hoffe, es geht alles gut beim Zahnriemen. Ich habe mir hier meine Anleitung rausgesucht. Was ich jetzt mache, ich habe schon geprüft. Steuerzeiten stimmen alle. Ich habe auch unten nochmal an der Kurbelwelle extra geprüft. Auch da fluchtet die Markierung. Das bedeutet also, prinzipiell ist alles vorbereitet. Heißt, ich packe jetzt den neuen Zahnriemen aus und dann werde ich den auflegen im Uhrzeigersinn. Und werde darauf achten, dass die entsprechenden Markierungen am Zahnriemen auch mit den Markierungen auf oder an meinem Gehäusedeckel übereinstimmen. Ist eigentlich Quatsch, weil, wie gesagt, spätestens nach dem ersten Mal durchdrehen stimmen die dann nicht mehr, aber einfach nur, damit ich es optisch eben kontrollieren kann, wenn ich ihn aufgelegt habe, einfacher. Diese weißen Striche sieht man ein bisschen besser als diese ja, versteckten Kerben. Wie gesagt, werde den auflegen und dann haben wir hier insgesamt 3 Spannrollen, 1, 2 und 3 und die werde ich entsprechend meiner Anleitung einstellen. Das sind, wie gesagt, 2 Schritte. Im ersten Schritt werden die einmal auf die entsprechenden Positionen gedreht, dann den Motor zweimal durchdrehen und dann die Spannrollen entsprechend nochmal nachstellen, dann wieder zweimal durchdrehen. Im Idealfall passt dann alles und es klemmt nichts und die Spannung ist auch richtig. Dann würde ich den Deckel drauf bauen. Ob das geht, wie gut das geht, seht ihr jetzt im Zeitraffer. Ich hoffe, es ist einigermaßen zu erkennen. Ich habe da eine Lampe unten in den Motorraum gepackt und werde dann die GoPro an eine Stelle hinlegen. Ich hoffe, man kann was erkennen. Ich kann es jetzt noch nicht versprechen, aber ich versuche es auf jeden Fall, es entsprechend zu filmen. So, ich habe jetzt ein bisschen was reingeschnitten von der Aktion, aber ja, das ist einfach, wenn ich da die ganze Zeit rumwurschteln muss, ist es echt schwierig zu filmen. Ich habe den Riemen jetzt drauf, aber ja, ist natürlich ein erneutes Problem aufgetreten. Ich denke, ihr seht es jetzt hier schon, die Markierungen fluchten nicht mehr und auch hier oben, was ich ja vorher so schön eingestellt hatte, passt jetzt auch nicht mehr. Problem ist, wenn ich jetzt die Markierungen hier einstelle, dass sie fluchten und auch hier oben meine Zündzeitmarkierungen oder meine OT-Markierungen, dass die passen, dann liegt der Zahnriemen hier nicht sauber auf. Dann ist das ja so ein halber Zahn, der irgendwie in eine Richtung fehlt, dass ich den nicht sauber anlegen kann. Ich habe jetzt schon ja, einige Stunden damit verbracht, ich glaube 2 Stück, da hin und her zu drehen, aber ich bin noch nicht glücklich. So kann ich es nicht lassen.
Ja, das ist jetzt mal der Zwischenstand. Ich werde noch ein bisschen rumwursteln, sobald es einen Fortschritt gibt oder ja, was Positives oder was Negatives zu vermelden, würde ich euch nochmal dazuschalten. Aber Stand jetzt schaffe ich es momentan nicht, dass, wenn die Zündzeitpunkte stimmen, den Riemen sauber anzulegen. Da fehlt, wie gesagt, so ein halber Zahn hier oben dann und dann liegt der hier nicht sauber an. Ich versuche jetzt mal noch ein bisschen, mal schauen, ob ich irgendwie noch zum Erfolg finde. So, Status-Update. Ich habe jetzt die Steuerzeiten hier wieder eingestellt und jetzt haben wir genau die Problematik, die ich vorher beschrieben habe. Ich denke, man kann das hier ganz gut erkennen. Überall liegt der Riemen sauber auf. Also auch hier drüben, wo es jetzt so dunkel ist, aber da liegt der überall sauber auf. Aber hier an der Stelle, da ist der, wie gesagt, so einen halben Zahn versetzt. Hier unten passt dann wieder. Ja, aber hier fehlt mir so ein halber Zahn und ich kann hier auch irgendwie nirgends so richtig ansetzen, um da so ein bisschen zu ziehen. Jetzt ist dann hier auch super eng mit diesem Deckel da. Es ist total doof. Ja, die Idee, die ich jetzt habe, ist, ich löse unten nochmal diese Spannrolle, also baue die nochmal ab, dass ich hier vielleicht nochmal ein bisschen mehr Federweg in Anführungszeichen bekomme, dass ich hier unten an der Kurbelwelle nochmal ein bisschen lösen kann, um dann hier ein bisschen mehr Spiel zu bekommen, um das hier zumindest auf die Zahnräder zu schieben. Denn nachher ist ja so, wenn das an den Zahnrädern anliegt, Kurbelwelle, hier oben an den Nockenwellen und so weiter, dann spanne ich ja über die Spannrollen. Aber jetzt habe ich halt das Problem, dass ich den da nicht sauber aufgeführt bekomme. Ich habe es auch komplett aufgegeben hier mit diesen Markierungen. Das ist so schon total schwierig, den aufzusetzen. Ich orientiere mich jetzt nur an den Markierungen, sozusagen an den Nockenwellenrädern und an der Kurbelwelle. Und die Markierungen auf dem Zahnriemen sind mir jetzt völlig egal. So richtig viel ist noch nicht passiert. Aber es sitzt jetzt ein bisschen besser, ihr könnt das sehen. Jetzt hat sich das Problem sozusagen nach hier unten verlagert. Also wenn ich es jetzt hier um die Kurve rum schaffen würde, wäre das Problem weg. Habe ich aber noch nicht. Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe hier nochmal sozusagen von oben her angesetzt. Und dadurch ist es jetzt ein bisschen besser hier von der Passgenauigkeit. Aber eben, ja, es fehlt mir eben noch hier so ein bisschen was, so 35 Grad. Dann habe ich die Spannrollen, wie im Reparaturleitfaden eben drin steht, entsprechend schon mal auf der ersten Stufe angezogen, weil ich halt dachte, wenn ich hier ein bisschen Spannung drauf gebe, löst sich das Problem vielleicht. Hat es jetzt noch nicht ganz. Wie gesagt, Steuerzeiten habe ich jetzt mehrfach kontrolliert mit der Brille. Die sehen sehr gut aus. Wenn ich das jetzt hier so anlege. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ihr das sehen könnt. Dort fluchtet das sozusagen und hier drüben fluchtet das auch perfekt mit der Markierung. Also die Abstände stimmen. Weshalb der Zahnriemen nicht passt, ist mir ein Rätsel. Ja. So, ich kann erfreuliche Nachrichten vermelden. Wie ihr sehen könnt, ich habe es jetzt geschafft. Ich habe einfach dann das Ganze mit ein bisschen mehr Nachdruck verfolgt. Es war relativ schwierig. Ich habe jetzt dann von hier oben sozusagen so ein bisschen versucht zu ziehen, so gut es ging, und eben runtergedrückt. Und hier dann auch entsprechend einfach nach unten gedrückt und gezogen und dann ist das Ganze hier auch entsprechend eingerastet. Die Steuerzeiten, wie gesagt, stimmen. Ich habe es jetzt hier an den Markierungen verglichen. Wie gesagt, auf den Riemen habe ich jetzt nicht so aufgelegt, dass die Markierungen auf dem Riemen zu sehen sind. Habe mich jetzt nur an den Markierungen auf den Nockenwellenrädern orientiert und eben, wie vorher schon erwähnt, an der Kurbelwelle. Ich habe jetzt alles einmal für den ersten Durchgang die Vorspannung eingestellt. Das heißt also, dass Spannrolle dort unten auf 14 Uhr gestellt, dann handfest verriegelt. Die Spannrolle hier oben auf 11 Uhr gestellt, handfest verriegelt. Hier muss ich noch mal ein bisschen nachspannen und verriegeln. Der Strich, der muss so circa 1 Millimeter vor dieser Metallkante hier sein. Das heißt, der muss ich noch ein bisschen nachstellen. Dann nehme ich die Verriegelung raus und wir drehen einmal durch, beziehungsweise zweimal durch. Dann stelle ich ihn wieder auf OT und dann machen wir den zweiten Durchgang in Sachen Spannen oder Zahnriemen einstellen, also mit der Vorspannung. Dann drehen wir nochmal zweimal durch, vielleicht auch 3-4 Mal, weiß ich nicht. Ja, und dann müssten wir im Idealfall, wenn nichts irgendwo aufsitzt, so weit durch sein, dass ich dann wieder den Rest zusammenbauen kann. Aber jetzt packe ich euch erstmal nochmal in den Zeitraffer mit der GoPro, wie ich hier das einstelle, also beziehungsweise einfach hier die Spannung nochmal nachziehe und dann eben die Verriegelung rausnehme und das zweimal durchdrehe im Uhrzeigersinn und dann nochmal die Spannung nachziehe.
So, jetzt habt ihr zweimal gesehen, wie ich hier mein Glück versucht habe. Beim zweiten Mal hat es dann auch geklappt. Beim ersten Mal war ja das Problem, hat hier irgendwie was mit der Spannrolle nicht gestimmt. Da hat er sich irgendwie, weiß ich nicht, entweder hatte ich nicht fest genug angezogen oder ich habe das mit der Kontermutter versaut. Ich weiß nicht genau, was das Problem war. Auf jeden Fall, ihr habt es ja gesehen, ist er beim ersten Mal übergesprungen. Das war so circa bei ja, knapp nach 180 Grad, also knapp eine halbe Umdrehung, hat sich hier das gelöst, war zu wenig Spannung drauf und ist übergesprungen. Dann habe ich es nochmal neu eingestellt und dann eben nochmal probiert. Das habt ihr jetzt als zweites gesehen, da hat das funktioniert mit dem Durchdrehen. Ich habe jetzt, wie gesagt, einmal auf die initialen Spanneinstellungen eingestellt. Man startet ja immer dort unten an der Umlenkrolle, dann kommt hier oben die zweite Umlenkrolle und dann die Spannrolle, die man einstellt. Zuerst hier unten auf 14 Uhr, dann dort oben auf, 11 Uhr und hier eben ja, so ein bisschen nach dem Ansatz fürs erste Durchdrehen, das habt ihr auch gesehen, dann zweimal durchdrehen, hat ja funktioniert. Und dann habe ich weitergemacht, dass ich sozusagen hier unten von 14 Uhr auf 12 Uhr gegangen bin. An der Spannrolle bin ich von 11 auf 9 Uhr. Und an der Spannrolle habe ich so 3 bis 4 Millimeter laut Anleitung nach dem Strich in der Mitte. Jetzt ja hier diesen Mittelstrich und das habe ich jetzt eingestellt. Mein Vermieter hat mir geholfen, Gott sei Dank, weil war das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Und da, wie gesagt, ich war einfach jetzt unsicher. Und wir haben jetzt, wie gesagt, nach diesem Markierungsstrich das Ganze 3 bis 4 Millimeter eingestellt, gespannt, nochmal durchgedreht. Wir haben es auch mehrfach durchgedreht als zweimal. Haben die Steuerzeiten kontrolliert, das steht unten auf OT. Hier oben stimmen die Steuerzeiten mit der Markierung, auch die Abstände zueinander habe ich mit der Brille kontrolliert. Das Einzige, was nicht stimmt auf der Seite, seht ihr hier die Markierung. So, aber das ist ja eine Markierung, die hat ja die Werkstatt gemacht, die das schon mal gewechselt hat. Also der Zahnriemen wurde ja schon mal gewechselt. Das heißt, es ist eine alte Markierung. Warum das so ist, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Ich habe mich, wie gesagt, an den Markierungen hier oben orientiert und an der Brille. Und wie gesagt, mit der Brille habe ich mehrfach kontrolliert. Wenn ich die Brille auflege, dann stimmen die Abstände zueinander. Kann man jetzt wieder schwer sehen. Aber die Fluchten sozusagen, die Markierungen und von der Brille und die Markierungen an den Nockenwellenrädern, die Fluchten und das auf beiden Seiten. Ja, wie gesagt, mehrfach durchgedreht. Manchmal ist es so, dass hier unten, das ist für meinen, das ist ein bisschen schwierig mit dem Licht. So, ich habe jetzt nochmal umpositioniert. Also für meinen Geschmack ist es halt hier, ja, ist halt schon ein bisschen Spiel drauf. Und manchmal beim Drehen sieht man halt auch hier unten, wie es hier drüben so ein bisschen in Anführungszeichen locker aussieht. Aber wie gesagt, wir haben es jetzt mehrfach durchgedreht. Die Spannrolleneinstellungen passen. Und er zieht ja immer von hier hinten, das heißt, hier hinten ist ja Spannung drauf. Wenn wir im Uhrzeigersinn, dreht sich ja der Motor. Das heißt, hier hinten ist Spannung drauf. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es normal ist, dass es hier hinten bei gewissen Stellungen, auch nicht immer, es gibt Stellungen, da ist er schön straff und es gibt Stellungen, da ist er ein bisschen lockerer. Ich gehe mal davon aus, dass das jetzt Standard ist. Ich weiß es nicht. Die Mutter und die Schrauben habe ich jetzt, wie in der Anleitung stand, mit 20 Newtonmeter angezogen. Das markiere ich mir jetzt auch gleich noch, dass ich die angezogen habe. Dann werde ich jetzt noch den Deckel reinigen und den wieder anbringen. Dafür packe ich euch in den Zeitraffer. Ich sage aber an der Stelle jetzt schon mal Tschüss. Das war's fürs heutige Video. Wenn jemand noch Informationen hat, wie gesagt, Steuerzeiten passen ja jetzt anhand der Markierungen, anhand der Abstände. Aber wenn jemand noch eine Idee hat oder mir einfach für mein Gewissen sagen kann, ob das normal ist, dass der hier so ein bisschen in Anführungszeichen lose ist jetzt wahrscheinlich auch das falsche Wort, er hat halt ein bisschen Spiel, ja. Wenn mir da einer, der das schon mal gemacht hat, eine Info geben könnte, würde ich mich freuen in den Kommentaren. Ansonsten hoffe ich, dass wir dann im nächsten Video alles zusammenbekommen und er anspringt und nicht kaputt geht. Es wird auf jeden Fall spannend. So ein bisschen Angst habe ich schon, weil ich es, wie gesagt, ja noch nie einen Zahnriemenwechsel gemacht habe. Dadurch, dass ich jetzt aber ein paar Mal durchdrehen konnte und nichts geklemmt hat, habe ich erstmal ein gutes Gefühl. Wie das dann nachher ist, wenn er wirklich läuft, wird sich zeigen. Drückt mir die Daumen. Ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Wie gesagt, Drehmomentinformationen, wenn ihr das dann festzieht, auf 20 Newtonmeter, sowohl die Mutter als auch die Schrauben. Und wenn ihr die Spannung einstellt, ganz wichtig, erst die Mutter ordentlich lösen, sodass hier wirklich keine Spannung mehr drauf ist und dann eben die Spannung einstellen und die Mutter wieder festziehen. Und auch immer gegenhalten, wenn ihr dann die Mutter festzieht, dass sich das nicht mehr verschiebt. Das so als kleinen Tipp von mir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Opel-Video, wenn es dann hoffentlich daran geht, hier alles wieder zusammen zu puzzeln und das Ding zu starten. Und
Wie gesagt, drückt mir die Daumen, dass es dann funktioniert. Jetzt kommt noch ein bisschen Deckel putzen und Deckel anbringen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao. You